Lohnt sich ein AOE-RM oder Damage zu low und zu langsam? Also meine persönliche Meinung ist, warum ich halt persönlich kein großer Fan davon bin, ist, weil du ja eigentlich immer einen RM hast. Und natürlich kannst du AOE-RM und was anderes spielen. Aber wenn du wirklich AOE-RM spielst, wäre das effizienteste wahrscheinlich trotzdem noch ein RM. Also ein Support-RM und ein AOE-RM. Weil ein AOE-RM eben vom Damage her bis Hernestick ist okay, also passt schon. Ist definitiv nicht der schlechteste DPS. AOE-DPS. Aber definitiv auch nicht der beste. Also du würdest schon hart profitieren von zweimal mehr Kaba. Da wären wir wieder bei dem Punkt Unsterblichkeit. Zweimal Stonehand, zweimal mehr Kaba. Plus Killtime verdoppelt sich im Endeffekt. Schon nicht schlecht. Natürlich wäre es aber sinnlos, 2 RMs zu haben. Und genau aus diesem Grund denke ich mir halt, dann spiel doch lieber einen anderen Face-Tank. Und dann kannst du ja auch Dual AOE spielen. Weißt du? Also generell, ich meine gut, du musst RM nicht Face-Tank spielen. Du kannst auch Hit-and-Run spielen. Aber ist natürlich effizienter, wenn man Face-Tankt, weil Hit-and-Run RM ist so ähnlich wie Hit-and-Run Psy, Ranger. Die können es zwar, aber nicht so gut wie der Elle. Wenn du wirklich Hit-and-Run spielen willst, wirst du natürlich Elementor spielen. Und deswegen denke ich mir persönlich so, und halt auch unter dem Vorbehalt, dass deine M ist ja dann dein höchster Charakter. Also selbst wenn du es so machen würdest, deine M ist der Main AOE. Und dann machst du noch eine zweite Klasse, zum Beispiel Blade oder Knight oder so, ein Damage Dealer. Aber der ist ja dann im Level definitiv niedriger als der RM. Plus, du müsstest tatsächlich dann 2 Charakter so halb ausrüsten, weil wenn der andere Char wirklich auch mit AOEen soll, damit er möglichst schnell levelt, dann braucht er auch ein bisschen Equipment. Wenn er da immer mal wieder seinen Action-Slot auch in die AOE reinballern soll, weil sonst, wenn wirklich mal ein Argo kommt oder ein zweites Monster oder ein drittes Monster oder whatever und ihn angreift, dann soll er ja nicht sterben. Und das würde er dann aber, wenn er kein richtiges Equipment hätte. Und, ich denke mir halt, es ist schon angenehmer, wenn der Damage-Dealer dann halt auch der höhere Char ist. Zum Beispiel für Clockworks, Meteo, Red Meteo und so. Weil der Ringmaster das halt nicht machen kann. Also Ringmaster kann kein Red Meteo farmen. Oder sollte es nicht. Clockworks genauso Ass. Alle Solo-Bosse sind Ass mit einem Mage. Also RM ist ja auch ein Mage im Endeffekt. Also ich denke, du hast mehr Vorteile davon, wenn der RM der niedrigere Char ist. Und wie gesagt, du kannst und solltest ihn ja dann trotzdem benutzen beim AOEen. Und ich denke, es lohnt sich dann mehr, lieber eine andere Klasse als Face-Tank AOE zu spielen. Und der RM, vor allem wenn du gerne RM spielst, kannst du ja dann auch benutzen. Heißt ja nicht, dass du den dann nicht mit benutzt. Also ich denke, das ist halt einfach effizienter, vor allem beim Serverstart, wenn halt das höhere Level das Entscheidendere ist. Und wenn der RM das höhere Level hat, denke ich, hast du dadurch keine wirklichen Vorteile, sondern eher Nachteile. Jetzt auch keine gewaltigen Nachteile, aber eher Nachteile als Vorteile, würde ich sagen. Und da du, wie gesagt, sowieso wahrscheinlich am Ende dann Dual AOEs bei Face-Tank, ist es ja eigentlich egal, ob jetzt der RM der höhere oder niedrigere ist. Aber ob der höhere Char ein DPS ist oder nicht, das ist halt schon entscheidend. Weil das kann halt dafür sorgen, dass du ein paar Tage früher den ersten Clockworks legst, ein paar Tage früher den ersten Meteo, ein paar Tage früher den ersten Red Meteo. Und das ist natürlich schon entscheidend. Das kann einen sehr großen Unterschied machen. Langfristig. Aber wenn du unbedingt Face-Tank-Game spielen willst, dann solltest du das natürlich tun. Sonst wirst du ja wahrscheinlich gar nicht spielen. War noch immer am Ranger am Überlegen. Habe ja gelesen, dass der AOE ab 120 Schrott sein soll. Nee, das stimmt nicht. Hit and Run ist ab 120 Schrott. Ranger wechselt halt auf 120 in der Regel auf Face-Tank. Also für gewöhnlich wechselst du dann einfach auf Face-Tank, ja. 120er Set, Bloody Bow, Face-Tank. Ist super stark, Ranger noch. Also, oder was heißt super stark, aber
definitiv nicht schlecht. Also die stärksten AOEler sind Psy und Elle, vor allem ab 120. Aber auch schon davor eigentlich. Also eigentlich immer Elle und Psy. Und danach kommen dann Ranger RM, so. Schlusslicht ist wahrscheinlich BP Knight, weil die so langsam sind einfach. Keinerlei Fernkampffähigkeiten besitzen, keine Geschwindigkeitsfähigkeiten. Das sind so die beschissensten. Und Jester natürlich. Aber Jester wird sowieso nicht AOE gespielt, niemand spielt AOE Jester. Den braucht man gar nicht erwähnen.